Zeiten rasanter Veränderungen, so wie wir sie jetzt haben, sind immer auch Zeiten der Unsicherheit. Was kannst du tun gegen deine Angst? Wie kannst du mit der Informationsflut umgehen? Und wie ist ein guter Umgang mit Thesen, Gerüchten und Ähnlichem? Vorweg gleich mal Folgendes. Meine Videos entstehen in den allermeisten Fällen nicht, indem ich mir den Kopf zerbreche, was ich dir heute erzählen könnte, sondern sind Impulse aus der geistigen Welt, mit der ich im Grunde permanent verbunden bin. Damit du entscheiden kannst, inwieweit dieses Video heute etwas für dich ist, weil es vielleicht nach schwerem Tobak riecht, sage ich dir meine Thesen und du kannst dann entscheiden, inwieweit du dir den Rest des Videos anschauen möchtest. These Nummer eins: Wir sind nicht nur Mensch, sondern wir sind inkarnierte, unsterbliche Seelen, Schöpferwesen und mithin voll verantwortlich für das, was wir tun oder lassen. These 2: In diesem Universum und mithin auch auf dieser Erde geschieht nicht zufällig. Alles dient einem höheren Zweck. Und dein und jedes einzelnen Zweck in diesem großen Ganzen besteht aus meiner Sicht darin, sich voll zu entfalten, als Mensch, als Seele, als Schöpfer, in Liebe und zum Wohle aller. Lass uns jetzt zu den einzelnen Fragen kommen. Wie kannst du aus Unsicherheit und Angst herauskommen, wenn die Informationen aus dem Außen dich schier überfluten? Ich persönlich habe mir angewöhnt, die Informationen durch mich hindurch fließen zu lassen. Also habe ich mir interne Filter zugelegt. Der wichtigste Filter, den du haben kannst, ist, wenn du dir die Frage beantwortest, diese Information, ist die wichtig für mich und meine Liebsten, die um mich geschart sind? Wenn du das mit Nein beantworten kannst, dann lass die Information wie einen lästigen Gedanken einfach durch dich hindurchfließen. Und schon regt sie sich nicht mehr auf. Um sie hindurchfließen lassen zu können, bedarf es natürlich einigen Mutes. Möglicherweise wird das auch stark diskutiert in deinem Umfeld. Kollegen, Freunde, Bekannte und so weiter. Frage dich deswegen, wer aus meinem Umfeld tut mir tatsächlich gut? Wer gehört zu meinem Rudel tatsächlich dazu? Und mitunter kann es auch passieren, und das erleben wir Tag für Tag in unserem Freundesbekanntenkreis, dass Risse sogar durch Familien gehen, dass Auffassungen total auseinanderdriften. Ich glaube, die Zeit ist angebrochen, dir deine Familie nach der Art zu schaffen, wo ist Unterstützung für mich da? Mit wem bin ich auf einer Wellenlänge und mit wem bin ich es permanent nicht? Das heißt, es geht auch um ein Loslassen all dessen, was dir nicht gut tut. Und da ist es nicht nur wichtig, sondern nahezu eine Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass es dir persönlich gut geht, dass du im inneren Frieden, in deiner inneren Mitte bist. Wenn du das nämlich bist, dann strahlst du das nach außen aus und beruhigst damit auch dein Umfeld. Natürlich wird es passieren, dass der eine oder andere vielleicht sagt, na,
die ist aber komisch geworden, der ist aber sonderbar und ähnliches. Okay, damit darfst du dann auch umgehen lernen. Wenn wir eine neue Welt wollen, brauchen wir neue Denk- und Handlungsweisen. Und nach meiner Ansicht hat das ganz viel damit zu tun, dass wir mehr unsere Herzensweisheit nutzen. Wie war die Welt geprägt in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden? Sie war männlich geprägt, patriarchalisch geprägt. Männlich, damit meine ich nicht nur das Männliche in Form von Männern, sondern auch das Männliche in uns Frauen. Denn wir haben ja auch diese Balance zwischen männlichem und weiblichem, genau wie die Männer. Und um in eine neue Welt zu gelangen, eine neue Welt zu kreieren, bedarf es meines Erachtens mehr der weiblichen Energien in den Männern und in den Frauen. Was bedeutet das? Das bedeutet aus meiner Sicht, mehr zu schauen, was ist, lieben zu lernen, was ist, daraus Visionen und Ideen für die Zukunft, für die neue Zeit zu entwickeln und konsequent, und da sind wir bei der männlichen Energie, strukturiert umzusetzen. Alles kämpfen für etwas, gegen etwas, wo es ganz viel um Macht und Einfluss geht, was sich auf der Ego-Ebene, auf der Ebene des Verstandes abspielt, das hat meines Erachtens ausgedient. Davon dürfen wir uns verabschieden. Ebenso wie von allem Festhalten dessen, was ist. Die Veränderung ist das, was uns begleitet. Da hinten ist der Fluss. Jetzt sieht er so friedlich aus, die Elbe, die durch Dresden fließt. Frag dich mal, wie das 2002 aussah, als die große Flutkatastrophe war. Sie hat eine Strömung drauf. Und wer sich da versucht festzuhalten, der wird zermalmt von dem, was auf ihn zukommt. Da ist es viel besser, sich dem Fluss hinzugeben und mit Sicherheit an ein gutes Ufer zu gelangen. Das möge mal als Bild und Abschluss für die Inspirationen des heutigen Videos dienen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, hoffe, es hat dich inspiriert und bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.